Nach den Störaktionen an den Flughäfen von Frankfurt und Köln-Bonn fordert CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann beschleunigte Strafverfahren gegen Klimakleber. Das sagte Linnemann der Funke Mediengruppe. Der CDU-Generalsekretär sprach von Intensivtätern, die durch das Land reisen und Straftaten in Serie begehen würden. Eine Strafverschärfung bei Eindringen auf die Gelände von Flughäfen ist bereits in Arbeit. Nach Verabschiedung im Bundestag sollen dann bis zu 5 Jahre Haft möglich sein. Und das Thema wollen wir vertiefen mit Julia Klöckner, stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU und wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Klöckner. Hallo, guten Morgen. Reicht Ihnen diese Strafverschärfung inklusive möglicher Haftstrafen, die die Ampel nun auf den Weg bringen will, um dann Aktivisten auch von Flughäfen fernzuhalten? Reicht Ihnen das aus? Es reicht nicht aus. Wir sind der Meinung, als Opposition natürlich muss das Strafmaß erhöht werden. Aber wie sich das andeutet, gibt es wohl auch noch Widerstand in der oder in den Koalitionsfraktionen. Sie haben es ja eben auch angedeutet, es muss noch durch den Bundestag. Wir als Opposition sagen sehr klar, hier geht es auch um eine Art Nötigung wenn man sich anschaut, wenn unglaublich viele Menschen quasi in Haft dafür noch genommen werden, dass die Klimaaktivisten, so wie es immer so schön heißt, das sind für mich auch keine Aktivisten, das ist ja kein irgendwie eine Ortsgruppe, die da irgendwie einen Töpferkurs macht, sondern das sind Kriminelle, die bringen sich in Gefahr, das ist das eine, da ist jeder selber dann verantwortlich, aber vor allen Dingen bringen sie andere Menschen in Gefahr. Rettungshubschrauber können zum Beispiel nicht landen. Und deshalb sagen wir, wir müssen noch weiter prüfen, ob hier auch der Tatbestand der Nötigung quasi ausgeweitet wird. Und auf der anderen Seite, Stichwort Straftatbestand, dass es auch bis zu 10 Jahren Haft kommen kann. Wir sehen, dass es dort auch Kriminelle gibt, die Wiederholungstäter sind. Und es muss auch ein entsprechender Unterlassungsgewahrsam möglich sein und am Ende auch vollzogen werden. Also da müsste mehr kommen. Sie haben das angesprochen, Frau Klöckner. Also für die Passagiere ist es definitiv ein großes Ärgernis. Sie betonen aber auch, dass diese Aktivisten oder Kriminellen, wie Sie jetzt betonen, nicht nur dem Klima schaden würden, sondern eben auch eine echte Gefahr für den Wirtschaftsstandort darstellen. Wieso? Ja, Sie sagen es richtig. Erstmal das Anliegen mehr Klimaschutz. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und wenn man ein bisschen sein Hirn zusammennimmt, das ist jetzt wirklich mal adressiert an die sogenannten Klimakleber, dann müssten die auch rechnen können, dass sie hier dem Klima einen Bärendienst erweisen. Einmal was die Akzeptanz angeht, aber zum anderen CO2 wird dadurch die Emission nicht eingespart. Im Gegenteil, durch Umlenken der Flieger und vieles andere auch. Der dritte Punkt ist ganz entscheidend, Stichwort Wirtschaft. Unsere Wirtschaft schwächelt massiv. Wir sind gerade im Wettbewerb noch mal nach unten gerutscht. Und das Thema Transformation, das Thema Nachhaltigkeit, dass sich Ökologie und Ökonomie rechnen, Erfindungen und Innovationen, die Emissionen einsparen, die brauchen Geld. Dazu brauchen wir eine starke Wirtschaft. Dazu brauchen wir vor allen Dingen die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Aber international hat unser Ruf massiv gelitten. Die Schäden von solchen Flugausfällen, auch zu Zulieferern etc., sind enorm. Und wir sehen, in diesen Gedanken zum Beispiel wurde auch das Tesla-Werk angegriffen. Und warum sollen Investoren dann noch nach Deutschland kommen, weil es solche chaotischen Zustände gibt? Frau Klöckner, wir würden gerne beim Thema Sicherheit auch noch mal bleiben, denn Bundeskanzler Olaf Scholz, der hat ja nun auch sich zu Grenzkontrollen geäußert. Man will die Migration strikt eindringen, weiterhin strikt soll da kontrolliert werden. Über Details rätseln wir zumindest jetzt an diesem Morgen. Sie in der CDU, in der Union fordern das ja schon seit längerem. Wie schauen Sie denn nun auf die Ankündigung des Bundeskanzlers? Also, dass wir beim Bundeskanzler immer wieder ins Rätseln geraten, das ist wahrscheinlich auch bei ihm jetzt zu einem Programm und Standard geworden. Das Problem ist ja, dass seine Ankündigung gar nichts zu tun hat mit dem, was de facto passiert und vor allen Dingen hätte längst gemacht werden müssen. Auf der einen Seite hat seine Bundesinnenministerin, die genau für diese Grenzkontrollen zuständig ist, erklärt, es werde mit ihr keine weiteren Grenzkontrollen nach der EM geben. Und wir haben gesehen, dass diese Grenzkontrollen während der EM dazu geführt haben, dass zahlreiche, zum einen Schleuser, aber auch illegal Migrierende, die gar nicht in Deutschland sein dürften, und Straftäter aufgefasst oder erfasst worden sind und auch in Haft genommen worden sind. Und deshalb halten wir als Union es wirklich für wichtig, dass im Zuge einer
besser geregelten Migration und im Kampf gegen irreguläre Migration diese Grenzkontrollen auch weiter möglich sind. Und wenn der Kanzler jetzt das Gegenteil seiner Innenministerin sagt, öffentlich, dann muss erstmal intern geklärt werden, was denn jetzt auch nun gilt und wie dann auch wirklich die Umsetzung aussieht. Die Länder müssen da auch mitgenommen werden. Also auch Sie offenbar etwas irritiert davon. Frau Klöckner, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch an diesem Morgen. Danke Ihnen.